So Leute, ein Jahr depressive Stimmung rund ums klassische Automobil. Seit einem Jahr sind wir quasi on air. Also ich bin ja keine Frohnatur in dem Sinne und mache jetzt wahnsinnig gute Laune. Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Aber wir haben extrem viele positive Kommentare gehabt in diesem Jahr. Danke dafür. Klasse. Wir haben über 900.000 Views insgesamt. Das ist gut für ein Jahr. Wir haben 6.140 und ein paar zerquetschte Abonnenten, das ist auch toll. Und wir haben die allwissende KI befragt und die hat uns bescheinigt, dass wir eine wirklich gute Performance haben auf diesem Channel und wir wollen weitermachen. So, also wir machen nach einem Jahr nicht Schluss. Und wenn wir gemerkt hätten, ihr hättet das alles ganz doof gefunden, dann hätten wir auch aufgehört, weil für uns müssen wir das nicht machen. Das machen wir schon für euch und last but not least wollen wir da ja irgendwann auch von leben. Reich werden wir damit nicht, aber dass wir zumindest uns mal ein Croissant weiterkaufen können oder einen schönen Grand Crème, nicht? Wie der Franzose sagt. Das wollen wir schon und deswegen versuchen wir jetzt auch Sponsoren mal zu bekommen. Da gehen wir jetzt ran. Wir brauchen halt auch viel Zeit dafür und deswegen wäre es ganz gut, wenn auch mal so ein bisschen, so ein bisschen monetäre Geschichte reinkäme. Das versuchen wir. Auch ihr habt gespendet. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Das zeigt auch, dass das so ein bisschen ankommt. Wir müssen ja auch diese Autos hier so am Leben haben. Wisst ja selber, was das kostet, wenn ihr euch damit befasst. Jetzt auch dieser R16. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen 300er Diesel verkauft. Ich habe damit auch kein Pfennig Geld verdient. Das war einfach jetzt nur wieder mal eine Notwendigkeit, weil der war so ein bisschen, ja. Soll ich so rumlaufen irgendwie? Von hier kommen oder so? Okay. War jetzt nicht so meins und bin ja nicht so Mercedes-Fan. Und jetzt dieser R16, der gehört mir zwar nicht, aber der soll jetzt wieder gut gemacht werden. Und wenn ich da nachts so liege und denke, ach doch, den könnte ich ja doch behalten, kann durchaus passieren, dann brauche ich natürlich wieder ein bisschen Geld und dadurch verkaufen wir dann auch manchmal so andere Autos. Was wir jetzt noch haben in unserem Portfolio ist halt dieser CX, den kleinen Peugeot 205, über den wir auch mal wieder was machen müssen, der gerade so ein bisschen Schwierigkeiten macht. Das klären wir auch im Video. Und wir wollen auch mal eine Reisetätigkeit starten. Also wir wollen auch mal in andere Länder fahren und mal gucken, naja, wie ist die Oldtimer-Szene da, so die Schrauber-Szene, auch so Youngtimer, 70er, 80er, 90er Jahre. Was passiert da so? Wir werden diesen Sommer sicherlich noch mal nach Polen fahren, weil Robert unser Gehirn sozusagen dieses ganzen Formates. Also ich kann ja nur quatschen und ein bisschen an Autos basteln. Ich habe ja von diesem ganzen Digital-Kram überhaupt keinen blassen Schimmer. Das macht alles Robert und Robert kommt ursprünglich aus Polen und kennt sich da ganz gut aus und hat da auch ein paar Kontakte und die wollen wir auch mal befragen. Also dazu brauchen wir auch viel Zeit und das kostet halt auch Geld, aber diesen Sommer stemmen wir das noch. Das ist natürlich auch interessant. Wir wollen ja nicht immer nur diesen Blick hier in Deutschland haben. Ja, wir haben ja auch, wie ich finde, ganz tolle Autos gehabt, nicht? Also angefangen, mein Lieblingsvideo ist tatsächlich, weil das so schön authentisch war, das war ja nicht geplant. Wir haben diesen R16 aus der Garage gezogen nach ewiger Standzeit. Wir sind mit dem irgendwie todesmutig gefahren. Und dann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Er bleibt natürlich liegen. Scheiße. Fährt nicht mehr. Ja, wir wären ja nicht Automobildepression, wenn es nicht so richtig deprimierend würde. Sind wir natürlich liegen geblieben. Und jetzt sitze ich hier in diesem Auto, der macht ja auch nichts mehr. Also der muss jetzt repariert werden, das fand ich schön. Und dann mit dem Simca Mill, den wir übrigens auch noch mal machen müssen. Da muss ich noch mit dem Besitzer quatschen, dass der das zulässt. Dann abgeschleppt zu werden, beziehungsweise reingeholt zu werden in die Werkstatt, das fand ich schon alles ganz lustig. Das sind so eigentlich so die Kicks, finde ich immer, wenn das so authentisch läuft. Von den Autos her hat mir natürlich am allerbesten gefallen der Citroën CX Prestige.
fand ich wunderschön, war ein tolles Auto. Ich fand auch den R5 Baccarat toll, weil der wirklich extrem selten ist. Der ist auch mittlerweile weg. Hat sich jemand gekauft und will den irgendwie aufbauen und die Seltenheit weiter schätzen. Natürlich mag ich auch meine eigenen Autos, dieses Saab 900 Cabriolet. Da habe ich gerade viel Freude dran, weil das so schön sommerlich ist. Ja, also alle Autos sind irgendwie cool gewesen. Und wir hatten ja einen Volvo 850 von einem, wie sagt man, Zuschauer, der uns das Auto zur Verfügung gestellt hat und selber auch seine Passion dargestellt hat. Das fand ich auch ganz nett. Das müssen wir auch noch öfter machen, Leute, irgendwie, die ihre Autos zeigen wollen und da ein gewisses Verhältnis zu haben, denen diesen Raum zu bieten. Das werden wir weitermachen und vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Genau, das waren so meine Video-Highlights. Aber ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare mal schreiben, was euch so am besten gefallen hat, welches Auto euch welches ihr am lustigsten fand. Und genau, ich mag ja so Autos letzten Endes. Ach, wir hatten mal diese A-Klasse, ne, die irgendwie da mit letzter Kraft auf den Hof gekommen ist und auch so eigentlich ein automobilhistorisch interessantes Ding ist, auch wenn es nicht gerade alt ist. Also sowas mögen wir halt gerne. Und ganz toll fand ich natürlich hier meine Lieblingspizzeria in Berlin-Nikolassee und den Lancia Y, mit dem hier tapfer die Pizza ausgetragen wird, auch bei diesem Wetter. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Und wie ich gestern noch erfuhr, der Vater von dem Besitzer, der das immer noch macht, beide aus Sizilien, kennen die Hitze natürlich, aber er sagt, nee, mit Klimaanlage fahre ich nicht, obwohl die noch geht, weil dann erkälte ich mich sofort. Immer rein, raus. Er fährt auch bei 33 Grad ohne Klimaanlage die heiße Pizza aus. Also, das war auch ein Lieblingsbeitrag von mir. Also, ich bin ja gestern mit dem R16 hier von Pankow nach Wannsee gefahren, bin ja zigmal liegen geblieben und hatte ich auch ein bisschen gestresst, weil es auch echt warm war und heiß war. Und dann musste ich immer noch gucken, irgendwie springt der Zusatzlüfter an und hält er hier die Temperatur und so weiter und so fort. Aber was ich auf dieser Fahrt festgestellt habe, also mindestens 10 Leute, und das ist jetzt nicht übertrieben, sogar Radfahrer, ja, professionelle Radfahrer, haben mir zugewunken, haben ins Auto reingeschrieben, weil es ja überall geöffnet war. Tolles Auto, super, Ewigkeit nicht gesehen, das finde ich schön. Und das ist immer auch für mich und auch für Robert so eine Ermutigung, weiterzumachen. Ja? Also auch wenn viele sagen, ach, diese alte Scheiße und ach, das stinkt nur und nervt und ist umweltfeindlich und bla und blöd. Nee, es ist es nicht, es ist toll. Und wenn man hier drin sitzt und guckt hier über dieses alte Armaturenbrett, über diese Designmerkmale hier mit dieser Riffelung und denkt dann sofort auch so an diesen ersten R5 und an diese Alpine-Version, also schießen mir sofort so 1000 Gedanken durch den Kopf. Das mag ich nach wie vor und diese Art von Nostalgie wollen wir euch auch weiter zeigen und das machen wir. Und wenn die Leute uns alle doof finden und sagen, die Autos sind doof, aber das tun sie eben nicht. Und wisst ihr, was richtig schön ist?
diese alte Jaeger-Uhr, also von Jäger sagt der Deutsche, in Frankreich heißt es Jaeger, die funktioniert noch. Die geht elektrisch und die funktioniert noch und die zeigt jetzt immer noch aktuell die Zeit an. Ich habe sie gestern gestellt und die zeigt immer noch das an, was jetzt gerade die Uhrzeit ist. Toll, oder? Und darüber freue ich mich auch über sowas. Genau, also das wird es auch weitergeben, das genau. Das kann ich mir leider nicht abgewöhnen in meinem hohen Alter. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns weiter die Treue haltet, wenn noch Leute dazukommen. Vielleicht werbt ihr auch ein paar Leute an und sagt, da gibt es echt einen ganz guten Kanal, Sonntagmorgens um 8. Gibt es da irgendwelche ganz witzigen Videos, die kann man sich mal angucken. Und wie gesagt, wir sind immer wieder für Kritik und auch für Anregungen offen, wenn ihr sagt, irgendwie, ihr könnt das ja mal anders machen oder das gefällt uns nicht so oder macht mal dieses hier. Genau, eine Sache noch, Flake wird weiterlaufen. Da hatten wir so ein gemischtes Feedback bekommen. Aber ich finde das nach wie vor ganz interessant. Flake hat tolle Autos. Ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich finde das ganz nett, wie er das macht. Und ich finde auch diese Texte ganz schön. Und also wir werden das nochmal machen. Das nächste, das kann ich euch schon mal verraten, wird ein Ford Consul sein. Also ein 70er-Jahre-Auto auch. Und da hat er auch noch was ganz Interessantes drüber zu sagen. Und ich, by the way, erzähle auch ein bisschen was über den technischen, historischen Kram. So wird es in nächster Zukunft weitergehen. Und wie gesagt, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Wir werden jetzt nicht unbedingt die Sektknorten und Korken oder die Champagnerflaschen köpfen, aber wir werden weitermachen. Und wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, sagt es uns. Wir werden das sicherlich mit einbeziehen. Also nochmal herzlichen Dank und auf ein weiteres Jahr. Bis dahin. Leider geht die Handbremse nicht. Die ist nämlich leider überhaupt nicht eingestellt. Aber gut. Ja, gut. So, was erzähle ich denn? Ich komme irgendwie so hier durch den Wald gelatscht, oder? Und das liegt an dem sogenannten Schleifring, also diesem... Warte mal. Ja, so einfach ist es dann doch nicht, weil dieses Auto zeigt immer noch hin und wieder an, Rutschsicherung defekt. Und das liegt an dem sogenannten Aldomo. Also so einfach ist es dann doch nicht, weil dieses Auto zeigt immer noch an, dass der ne. Hier den Deck hat er auch. Zweite Glasscheibe. Genau, fange ich an, ja? Hallo, ein neuer Film von, wie heißt die Sendung?